Hi guys. This is something. It's an experiment that went wrong, but I don't want to chuck it out. So, I have this cheese paper. I call it cheese paper. You know, you can wrap cheese, some stinky stuff in there, and it will really seal it. And I thought, oh, I might try it with alcohol ink, and it works quite good, almost like Yupo paper. But the problem isn't the same with Yupo paper. You can scratch everything off it very quickly or easily. So that's why I thought I might try something to seal it. And I tried a lot of stuff. Nothing really worked. It changed the colors and the ink and mingled, So, and here I saw that recently somewhere, and self-leveling medium. And what should I say? It works. Problem was, I was so impatient. I couldn't wait and fiddle with it, and yeah, I messed it up. That's what I have to say. It's my fault. But as I said, when it was really dry and it's pretty bumpy, and you can see it, but I didn't want to chuck it all away, and I want to keep it. So that's why I thought, come on, go for it. I'm trying to find out if I can work on the surface, on the self-leveling medium. That's why I use my cut-ups there. I tried on that, it didn't work really, but doesn't matter. Hallo ihr Lieben, ich habe hier dieses Stückchen misslungenes Experiment. Ich habe so Käsepapier, damit kann man eben Käse einschlagen. Dann das stinkt nicht so, das versiegelt das recht gut. Und das funktioniert ein bisschen wie Yupo. So, das hat mir schon gedacht, das könnte passen, passt auch. Aber bei Yupo halt auch, und hier auch, wenn du was auf dem Papier hast, das kann man abkratzen. Das stört mich eigentlich. Und das hatte ich mal versucht. Was kann man da machen? Ich habe schon verschiedene Sachen probiert, so mit Triple Gloss und so, das funktioniert alles nicht. Und habe dann, weil ich habe das kürzlich irgendwo gesehen, das hat jemand benutzt, so Self-Leveling Medium. Und was soll ich sagen, das funktioniert. Problem ist nur ich. Ich bin das Problem. Konnte wieder nicht warten, habe dann rumgematscht und Finger drauf, und es war noch nicht trocken, und habe es also komplett versaut. So. Aber das sieht einfach irgendwie so hübsch aus. Und das hat auch so eine schöne Textur jetzt auf der Oberfläche. Das ist so wellig und hat so Furchen, und finde ich eigentlich ganz schön. Und da habe ich das jetzt mal kleiner geschnitten, und auf diesen Abschnitten habe ich mal probiert, wie der Alkoholink sich da drauf verhält. Überhaupt nicht. Also das breitet sich nicht aus wie auf Yupo oder so, aber macht nichts. Ich habe mir gedacht, egal, das packe ich jetzt mal hier auf die Oberfläche drauf. Das geht ja dann auch in die Ritzen rein. Und ja, ein bisschen mit diesem Mixativ, mit in Weiß benutze ich dann noch später, werdet ihr sehen. Ich fand das eigentlich sehr hübsch. You know, what I do here, it doesn't work on the surface, but I didn't mind. And I put the alcohol ink in different colors here, and it is running into this creases, and I quite liked it. So what I did then, because it was a bit dark, I wanted to have it a bit lighter. I'm using the Mixative in white. It's this snow, and I really like how it mixed with this purple. It wasn't purple because of everything was running into each other, and it was then purple. I really like that. So, and I wanted to have much smaller dots here and there. That's why I use the toothpick here, because when you drip it out of the bottle, you always have this big drops, and that's much better to work with here, and dab it into the mixative, and then onto the paint or the ink here, and that works quite good. I really like it, and I will leave it like that. It takes now a lot of time to dry, and of course the surface here, the extra bit I put on, is again very vulnerable and easily to scrape off, but I'm not touching it anymore. Ich habe dann jetzt hier alles schön, erst verschiedene Farben drauf, da hat sich dann dieses Lila entwickelt, sehr dunkel, und habe dann gedacht, jetzt nehme ich mal das Mixativ und pack das da rein, und das gefällt mir sehr, sehr gut, wie sich das eben entwickelt.
Um dann noch kleinere Tropfen machen zu können, habe ich dann was auf die Kraftmatte gepackt und den Zahnstocher benutzt. Es ist einfach, sonst hast du aus der Flasche kommen so dicke Tropfen raus. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr hübsch und ich werde das so lassen. Natürlich ist die Oberfläche jetzt immer noch da, wo ich das Neue drauf habe, empfindlich und man könnte es abkratzen, aber mache ich nicht. Ich fasse es nicht mehr an. Das trocknet sehr, sehr, es braucht sehr lange, bis das trocknet. Aber das ist mittlerweile schön trocken und wenn man da nicht drauf rumkratzt, dann bleibt es auch drauf. Ich wollte da jetzt gar nicht viel drauf machen, aber einfach in Schwarz schon ein paar Worte. Ihr Best Wishes, das ist einmal Teig, ich sag schon, eine Stanze und dann noch aus diesen Aufkleber, aus den Stickern, Wortstickern habe ich dann das Best genommen und dann ist es Best Wishes, die besten Wünsche. So I didn't want to have something on it. I quite like the pattern on it and but some words and I used a die that's wishes and from the chit chat word stickers the best wishes then. But first I layer it here on black and then next layer will be white and it will go onto a craft card and it will stay a square card. So I will cut this wishes, had this long thing on and I will cut that off, that I only have the word and put the sticker on top. Glue everything on here. Ich habe dann von dieser Wortstanze dieses lange Ding noch abgeschnitten, weil ich wirklich nur das Wort haben wollte. Das passt ja irgendwie nicht mit dieser Verlängerung dran. Und dann eben das Best noch drüber geklebt. Und ich wollte das hier alles quadratisch halten, so dass ich jetzt noch unten ein Stück abgeschnitten habe, obwohl so ganz quadratisch ist es dann doch nicht. Macht nichts, aber ich wollte das halt alles in einer Größe, der Abstand sollte gleich bleiben. So, jetzt klebe ich das noch schön drauf. Das ist natürlich bei diesen sehr filigranen Wörtern immer ein bisschen schwierig, aber funktioniert. Ich habe es hingekriegt, so will ich es haben. Sieht es ganz gut aus. Da unten in der Ecke, da sieht man es dann wenigstens auch. Sonst ist der Hintergrund ja schon ein bisschen dunkel. You know, I glue that here on the right bottom side because that's one of the lighter areas. Otherwise, you wouldn't really see it. Glue it down and that's it, and I will leave it like that and won't put something else on top. I really like it. So the close-up is coming, guys, and I say thanks so very much for watching and I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. I hope I see you very soon with my next project. Until then, wish you a fantastic time, but most important thing, stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine wunderschöne Zeit. Aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.